Geschichte 1: Sommerurlaub in Deutschland günstig planen. Hi Ben, hast du kurz Zeit? Ich möchte unseren Sommerurlaub planen. Klar, das sollten wir bald machen, weil Reisen im Sommer teuer werden kann. Genau, wenn wir zu lange warten, zahlen wir am Ende viel mehr. Und diesmal wollen wir ja günstig in Deutschland bleiben. Ja, ich finde das gut, weil wir keine Flugtickets brauchen und trotzdem schöne Orte sehen können. Stimmt, hast du schon Ideen? Ich habe an die Ostsee, Hamburg oder Bayern gedacht. Die Ostsee klingt super, aber im Sommer ist dort oft alles schnell ausgebucht. Ja, deshalb müssen wir früh suchen. Ich möchte auch nicht zu viel für das Hotel zahlen. Wir könnten eine kleine Ferienwohnung nehmen, damit wir selbst kochen können. Gute Idee. Wenn wir Frühstück und Abendessen selbst machen, sparen wir viel Geld. Genau, dann müssen wir nicht jeden Tag in Restaurants essen. Wie lange wollen wir fahren? Eine Woche wäre schön, aber vielleicht zu teuer. Ich denke, 5 Tage sind besser. So bleibt es entspannter für unser Budget. Ja, das passt. Ich dachte an ungefähr 500 Euro pro Person. Mit Zug, Unterkunft und Essen? Ja, wenn wir gut planen und nichts Teures spontan buchen. Das schaffen wir. Luxus brauchen wir nicht. Ich möchte einfach mit dir wegfahren. Ich auch. Dann suchen wir heute zuerst eine Unterkunft. Und danach schauen wir nach günstigen Zugtickets, damit wir alles zusammen vergleichen können. Genau, unter der Woche ist es oft billiger. Deshalb wäre Montag bis Freitag gut. Perfekt, dann planen wir ruhig und buchen heute Abend. Abgemacht. Ich freue mich jetzt schon auf unseren Sommerurlaub. Geschichte 2: Unser erstes Camping in Deutschland. Moritz, warte mal kurz. Riechst du das auch? Gras, Sonne und irgendwo Kaffee. Ja, und genau in diesem Moment fühlt es sich endlich nach Urlaub an. Stimmt, die Fahrt war lang, aber hier ist es plötzlich ganz ruhig. Ich bin ehrlich, ich war vorher unsicher, ob Camping wirklich etwas für uns ist. Ich auch. Im Hotel ist alles leichter, aber ich wollte einmal etwas Einfacheres ausprobieren. Ja, damit wir nicht immer denselben Urlaub machen. Genau. Okay, dann schauen wir erst mal, wo das Zelt hin kann. Hier vorne lieber nicht, der Boden ist schief. Wenn wir dort schlafen, rutschen wir nachts weg. Stimmt, dann vielleicht da hinten, neben dem kleinen Baum. Ja, das sieht besser aus. Wir haben etwas Schatten und der Platz ist flach. Perfekt. Dann müssen wir jetzt nur noch beweisen, dass wir dieses Zelt wirklich aufbauen können. Bitte sag es nicht so ernst. Ich tue schon so, als hätte ich Ahnung. Hast du denn Ahnung? Ein bisschen. Ich habe gestern die Anleitung gelesen. Nur gelesen, nicht ausprobiert? Sehr mutig. Es wird schon gehen. Gib mir erst mal die Tasche mit den Stangen. Hier, während du sortierst, breite ich die Plane aus. Gute Idee. Wenn wir ruhig bleiben, klappt das bestimmt schneller. Ruhig bleiben ist wichtig. Ich möchte heute keinen Streit mit einem Zelt führen. Ich auch nicht. Schau mal, diese langen Stangen müssen wohl hier durch. Warte, ich halte die Ecke fest. Ja, genau so. Ah, jetzt sieht es schon besser aus. Nicht perfekt, aber eindeutig ein Zelt.
Das reicht mir für den Anfang. Ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen stolz. Ich auch. Unser erstes Camping in Deutschland beginnt chaotisch, aber ziemlich schön. Bevor wir uns ausruhen, sollten wir noch die Duschen und die Küche suchen. Ja, und danach machen wir Kaffee vor dem Zelt. Perfekt. Mehr brauche ich heute gar nicht. Geschichte 3. Wandern in Bayern mit Freunden. Sebastian, lass uns kurz hier stehen bleiben. Ich muss einmal tief durchatmen. Klar, der letzte Anstieg war echt steil. Ich dachte zuerst, dass dieser Weg leichter ist. Ich auch. Auf dem Schild unten sah alles ganz harmlos aus. Ja, aber in Bayern sehen Wanderwege auf Schildern oft freundlicher aus, als sie wirklich sind. Das stimmt. Trotzdem bin ich froh, dass wir die Tour gemacht haben, weil die Aussicht wirklich unglaublich ist. Ja, schau mal nach hinten. Man sieht das ganze Tal und sogar den kleinen See. Genau deshalb wollte ich heute hier hoch. Ich möchte im Urlaub nicht nur in Cafés sitzen. Verstehe ich. Und beim Wandern merkt man erst, wie ruhig alles hier ist. Ja, kein Verkehr, kein Handyton, nur Wind und ein paar Kuhglocken. Apropos Handy, ich hab fast keinen Empfang mehr. Ich auch nicht. Aber vielleicht ist das gar nicht schlecht, damit wir wirklich mal abschalten können. Stimmt, wenn wir ehrlich sind, schauen wir sonst sowieso zu oft aufs Handy. Ja, hast du noch Wasser? Meine Flasche ist fast leer. Ein bisschen. Wir können teilen, bis wir oben an der Hütte sind. Danke. Ich hoffe wirklich, dass die Hütte offen ist. Sie muss offen sein. Ich träume seit einer Stunde von Apfelschorle und Kaiserschmarrn. Ich eher von einer Bank im Schatten. Die hoffentlich auch. Wollen wir noch eine kleine Pause machen, bevor wir weitergehen? Lieber nicht. Wenn ich mich jetzt setze, will ich wahrscheinlich nicht mehr aufstehen. Fairer Punkt. Dann gehen wir langsam weiter. Ja, langsam ist gut. Wir müssen nicht hetzen. Genau. Außerdem sind wir ja nicht hier, damit wir einen Rekord schaffen. Eben, wir sind hier, weil wir einen schönen Tag zusammen haben wollen. Und der ist es jetzt schon. Komm, die Hütte könnte gleich hinter der nächsten Kurve sein. Hoffentlich, sonst beschwere ich mich die nächsten 20 Minuten. Geschichte 4. Ein perfekter Sommertag an der Ostsee. Finn, bist du schon wach? Draußen sieht es heute richtig schön aus. Ja, ich bin schon wach. Der Himmel ist fast ganz blau. Perfekt, dann sollten wir bald losgehen, damit wir noch einen guten Platz am Strand bekommen. Ja, das wäre besser, weil es später voller wird. Genau. Ich mag die Ostsee am liebsten am Morgen, wenn noch alles ruhig ist. Ich auch. Dann hört man nur die Wellen und die Möwen. Ich habe schon die Handtücher eingepackt, Sonnencreme und Wasser sind auch dabei. Sehr gut. Dann müssen wir nur noch die Badesachen mitnehmen. Die liegen schon in meiner Tasche. Ich war heute erstaunlich organisiert. Das muss man nutzen, sonst wartest du ewig vor dem Spiegel. Sehr lustig. Heute geht es schnell, denn ich möchte früh ans Wasser. Willst du wirklich direkt schwimmen gehen? Das Wasser ist bestimmt kalt. Ja, ich will wenigstens kurz rein. Ich schaue es mir lieber erst an. Danach könnten wir an der Promenade spazieren und ein Fischbrötchen essen. Das klingt perfekt. Und später holen wir uns ein Eis.
Ja, unbedingt. Urlaub am Meer ohne Eis fühlt sich irgendwie falsch an. Stimmt. Außerdem können wir heute einfach mal nichts planen. Genau das möchte ich. Kein Stress, nur Strand und Ruhe. So ein Tag tut wirklich gut. Geschichte 5. Stau auf der Autobahn vor dem Urlaub. Leon, wir stehen jetzt schon seit 20 Minuten. Ja, ich sehe es. Das Navi zeigt roten Verkehr auf der ganzen Strecke. Ich hatte gehofft, dass wir den Ferienverkehr noch vermeiden können. Ich auch. Aber wir sind etwas später losgefahren, weil das Packen länger gedauert hat. Stimmt, und dann mussten wir noch tanken. Genau, deshalb hat sich alles verschoben. Meinst du, wir kommen noch pünktlich an? Wenn sich der Stau bald löst, könnten wir es schaffen. Unser Check-in ist bis 19 Uhr, oder? Ja, aber zur Not können wir die Pension anrufen. Das wäre gut. Ich möchte nicht vor verschlossener Tür stehen. Verstehe ich. Ich rufe gleich an, wenn wir wieder rollen. Danke. So etwas macht mich schnell nervös. Mich auch. Trotzdem bringt Stress jetzt nichts. Ja, du hast recht. Hast du Hunger? Im Rucksack sind noch belegte Brote. Zum Glück. Ich habe seit heute Morgen fast nichts gegessen. Dann isst erst mal etwas. Danach sieht alles besser aus. Wahrscheinlich. Wasser haben wir auch noch? Ja, 2 Flaschen. Ich habe extra mehr eingepackt. Sehr gut. Heute bist du wirklich besser vorbereitet als ich. Das höre ich gern. Schau mal, die Spur bewegt sich langsam. Stimmt, vielleicht geht es jetzt endlich weiter. Geschichte 6. Zug verspätet auf dem Weg in den Urlaub. Tobias, hast du gerade die Durchsage verstanden? Ja, leider. Unser Zug hat jetzt ungefähr 30 Minuten Verspätung. Oh nein, dann verpassen wir unseren Anschluss in Hamburg. Wahrscheinlich ja. Ich schaue sofort in der App nach, damit wir wissen, was wir machen können. Danke, ich hasse so etwas, weil man einfach nur warten muss. Stimmt, aber wir sind nicht die Einzigen. Alle hier warten und schauen auf die Anzeige. Ja, trotzdem nervt es mich. Wir sind extra früh losgefahren, damit alles entspannt ist. Ich weiß, wenn der nächste Anschluss weg ist, können wir später noch einen Regionalzug nehmen. Dauert das viel länger? Nicht extrem, vielleicht 40 Minuten mehr. Okay, das geht noch. Ich hatte schon Angst, dass wir erst abends ankommen. Nein, so schlimm ist es nicht. Außerdem haben wir der Ferienwohnung gesagt, dass wir flexibel sind. Stimmt, das war wirklich gut. Willst du, dass ich uns einen Kaffee hole? Ja, bitte. Und wenn du schon gehst, bring auch Wasser mit. Mach ich. Du kannst so lange nachsehen, von welchem Gleis der nächste Zug fährt. Okay, Moment. Hier. Wir müssen später auf Gleis 9. Perfekt, dann haben wir wenigstens schon einen Plan. Ja, mit einem Plan fühle ich mich sofort besser. Siehst du, der Urlaub ist nicht kaputt, nur weil die Anreise chaotisch ist. Geschichte 7. Probleme in der Ferienwohnung bei der Ankunft. Marc, das muss eigentlich die richtige Adresse sein. Die Hausnummer stimmt.
Ja, ich glaube auch. Aber die Haustür ist noch zu und ich sehe keinen Schlüsselkasten. Komisch. In der Nachricht stand, dass der Schlüssel in einer Box neben dem Eingang ist. Hier ist nur diese Klingel und ein Briefkasten, mehr nicht. Warte, ich schaue nochmal in die Buchungsnachricht. Vielleicht habe ich etwas falsch gelesen. Mach das. Ich stelle so lange die Taschen kurz ab. Ah, hier steht Eingang über den Hof. Deshalb standen wir gerade wahrscheinlich an der falschen Tür. Okay, dann müssen wir hinten herum. Das erklärt wenigstens einiges. Ja, komm, gehen wir schnell durch das Tor da links. Schau mal, da ist wirklich ein kleiner Schlüsselkasten. Super, dann gebe ich jetzt den Code ein. Und? Nichts, er geht nicht auf. Versuch es noch mal langsam. Vielleicht habe ich die letzte Zahl falsch gesehen. Nein, ich bin sicher, es ist 4729, aber der Kasten reagiert gar nicht. Oh nein, nach der langen Fahrt brauche ich jetzt wirklich keine extra Probleme. Ich auch nicht. Trotzdem müssen wir ruhig bleiben. Ich rufe den Vermieter an. Ja gut, wenn er schnell rangeht, können wir das direkt klären. Mist, nur Mailbox. Schreib ihm sofort eine Nachricht, damit er sieht, dass wir schon da sind. Mache ich. Ich schreibe auch, dass der Code nicht funktioniert. Gut, und wenn er nicht antwortet, müssen wir vielleicht beim Nachbarn fragen. Hoffentlich nicht. Ich möchte einfach nur rein, duschen und mich kurz hinlegen. Verstehe ich. Moment, mein Handy klingelt. Unbekannte Nummer. Bestimmt der Vermieter. Geht ran. Ja, hallo? Ah, okay. Der Code wurde heute Morgen geändert. Wirklich? Das ist ja unglaublich. Ja, aber jetzt haben wir den neuen. Versuch mal 5821. Einen Moment. Ja, offen. Endlich. Perfekt, dann können wir jetzt wirklich ankommen. Ja, der Start war nervig, aber jetzt beginnt endlich der Urlaub. Geschichte 8. Streit ums Reisebudget im Urlaub. Jaro, kannst du kurz mal auf die Ausgaben schauen? Ich glaube, wir geben gerade mehr aus als geplant. Echt? So schlimm fand ich es bisher nicht. Wir sind doch erst seit 3 Tagen hier. Ja, aber genau deshalb müssen wir jetzt aufpassen. Wenn wir so weitermachen, reicht das Geld am Ende nicht mehr. Meinst du wirklich? Ich dachte, wir haben genug eingeplant. Für normal, ja. Aber gestern das teure Restaurant, heute die Bootstour und dann noch ständig Kaffee unterwegs. Das summiert sich. Okay, das stimmt schon. Trotzdem möchte ich im Urlaub nicht jede Kleinigkeit rechnen. Ich auch nicht. Ich will nur nicht am letzten Tag Stress haben, weil wir zu locker waren. Verstehe ich. Ich hatte nur das Gefühl, dass du heute beim Bezahlen plötzlich sehr angespannt warst. War ich auch, denn ich habe gesehen, dass wir viel schneller ans Limit kommen als gedacht. Vielleicht habe ich das zu leicht genommen. Es geht nicht darum, dass du etwas falsch gemacht hast. Wir müssen nur jetzt gemeinsam entscheiden, wie wir weitermachen können. Okay, dann lass uns ruhig darüber sprechen. Was schlägst du vor? Morgen könnten wir Frühstück in der Ferienwohnung machen, damit wir nicht wieder draußen essen müssen. Ja, das ist sinnvoll.
Und für die nächsten 2 Tage sollten wir nur noch eine größere Sache machen, nicht 3 kleine spontan. Also lieber eine gute Aktivität, statt dauernd irgendetwas nebenbei? Genau, sonst merkt man gar nicht, wie viel weggeht. Ja, da hast du recht. Und wenn wir heute Abend kochen, sparen wir auch wieder etwas. Siehst du, genau so meine ich das. Nicht geizig sein, nur etwas bewusster. Okay, dann ab jetzt kein blindes Ausgeben mehr. Bevor wir etwas buchen, reden wir kurz darüber. Das würde mir helfen, dann kann ich den Urlaub auch entspannter genießen. Gut, und morgen holen wir erstmal zusammen Frühstückssachen. Perfekt, jetzt fühle ich mich schon viel besser. Geschichte 9. Handy im Sommerurlaub verloren. Mats, warte mal. Mein Handy ist nicht in meiner Tasche. Bist du sicher? Schau noch mal genau nach. Vielleicht ist es nur ganz unten. Nein, ich habe schon alles durchsucht. Es ist wirklich weg. Okay, ruhig. Wo hattest du es zuletzt? Ich glaube, am Kiosk an der Promenade. Dort habe ich noch ein Foto gemacht. Gut, dann müssen wir Schritt für Schritt überlegen. Wenn du es dort hattest, könnte es noch in der Nähe sein. Hoffentlich. Ich ärgere mich so. Das passiert schnell, besonders im Urlaub. Ja, und auf dem Handy sind auch unsere Zugtickets für morgen. Stimmt, aber keine Panik. Die können wir zur Not auch über meine Mail abrufen. Wirklich? Ja, das Wichtigste ist jetzt, das Handy zu finden oder zu sperren. Vielleicht liegt es noch beim Kiosk oder am Strandzugang. Komm, wir gehen zuerst den Weg zurück. Während wir laufen, rufe ich dein Handy an. Gute Idee. Wenn es jemand gefunden hat, geht vielleicht jemand ran. Genau. Oh, warte, ich höre nichts. Super. Genau das musste ja heute passieren. Hey, noch ist nichts verloren. Wir können auch beim Fundbüro fragen. Ja, das sollten wir machen. Schau mal, da vorne ist der Kiosk. Warte, die Frau dort zeigt auf den Strandzugang. Dann schnell dorthin. Oh wow, das ist wirklich mein Handy. Perfekt, siehst du, manchmal geht es doch gut aus. Geschichte 10. Mit dem Deutschlandticket im Sommer. Hi Ben, ich habe heute über das Deutschlandticket gelesen. Echt? Das könnte perfekt für unseren Urlaub sein. Ja, weil wir damit für wenig Geld durch viele Städte fahren können. Das klingt gut. Aber gilt es auch für schnelle Fernzüge? Nein, leider nicht. ICE und IC sind nicht dabei. Ah, okay. Dann müssen wir nur Regionalzüge nehmen. Genau, das dauert oft länger, aber es ist viel günstiger. Damit kann ich leben, wenn wir genug Zeit haben. Ich denke schon, im Urlaub müssen wir ja nicht hetzen. Stimmt. Außerdem sehen wir mehr von Deutschland, wenn wir langsamer reisen. Ja, und wir könnten unterwegs in kleineren Städten aussteigen. Das finde ich schön, weil man so mehr erlebt. Ich habe nur etwas Sorge wegen voller Züge im Sommer. Ja, das kann stressig werden, besonders am Wochenende.
Deshalb sollten wir lieber früh am Morgen fahren. Gute Idee, dann bekommen wir eher einen Sitzplatz. Und wir müssen wenig Gepäck mitnehmen, damit das Umsteigen leichter wird. Ja, mit großem Koffer wird es schnell anstrengend. Ich möchte diesmal sowieso nur mit Rucksack reisen. Ich auch, dann sind wir flexibler und wir können schneller umsteigen. Genau, ich lade heute noch die Bahn-App herunter, damit wir Verbindungen prüfen können. Super, dann sehen wir auch gleich, wo wir umsteigen müssen. Und wir sollten genug Wasser und Snacks mitnehmen, weil lange Fahrten müde machen. Ja, sonst kaufen wir am Bahnhof teure Sachen. Eben, ich finde, das Ticket passt gut zu unserem Plan. Ich auch. Es ist günstig, praktisch und ein bisschen abenteuerlich. Dann machen wir das so? Ja, auf jeden Fall. Unser Sommerurlaub beginnt schon mit der Zugfahrt. Bevor ihr geht, hier sind noch ein paar nützliche deutsche Wörter aus der heutigen Folge. Sie sind für A2 B1 Niveau und helfen euch, euren Wortschatz zu erweitern. Übt sie und schreibt uns euren Favoriten in die Kommentare.